Servus liebe Leute, ich bin der Matti und ich begrüße euch auf Outdoor Kitchen, meinem Kochkanal. Schön, dass ihr wieder zuschaltet. Ja, was mache ich heute? Heute zeige ich euch eine typische Balkanspezialität. Ich werde nichts kochen, sondern einlegen. Und zwar mache ich eingelegten Weißkohl. Ja, eingelegter Weißkohl hat auf dem Balkan eine große Tradition. Jeder Balkanmensch, der irgendwie ein bisschen was auf sich hält, legt sich über den Winter über ein Fass mit eingelegtem Weißkohl ein. Ich natürlich auch. Ja, kannst du ganz super Salat mitmachen. Da brauchst du nur ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, das reicht. Und ja, wir verwenden eingelegten Weißkohl auch sehr gerne für Eintöpfe, für das Kalja-Gericht zum Beispiel oder für Krautwickel, Sarma. Ja, und wie man eingelegten Weißkohl macht in einem Fass, ganz einfach übrigens, zeige ich euch in diesem Video. Ja, zum Weißkohl einlegen brauchen wir erstmal ein passendes Gefäß. Ich habe hier ein 50 Liter Plastikfass mit Deckel und Spannverschluss. Das ist sehr gut geeignet, auch für die Menge, die ich einlegen möchte. Ja, und dann spült ihr das Fass schön aus und macht das schön sauber und dann desinfiziert ihr das Ganze nochmal mit Essig. Macht auch den Deckel schön sauber und insbesondere den Verschluss, also quasi überall, wo sich Bakterien bilden könnten. Das ist ganz wichtig, damit der Weißkohl nicht verdirbt. Ich lege dieses Jahr insgesamt 30 Kilo Weißkohl ein, das sind 9 Weißkohlköpfe. Als erstes entfernen wir den Strunk mit einem scharfen Messer und dann schälen wir die ganzen äußeren Blätter ab, die nichts mehr sind, und achtet bitte darauf, dass keine faulen Stellen sind. Schneidet das Ganze noch ein bisschen zurecht, so dass man schöne, saubere Kohlköpfe hat am Ende. Verwendet bitte ganz normales Salz und kein Jodsalz. Die Salzmenge beträgt 5% vom Ausgangsgewicht, das heißt auf 10 Kilo Kohl braucht ihr 500 Gramm Salz. Das füllt ihr in die Aushöhlung rein, schön bis zum Rand hin. Ich habe hier 6 Kohlköpfe am Stück. Ja, und um das Volumen vom Fass besser auszunutzen, habe ich 3 Kohlköpfe geviertelt. Ihr könnt sie auch nochmal durchschneiden, aber wir wollen ja das Volumen vom Fass so gut wie möglich ausnutzen und dann passt einfach mehr Kohl hinein. Damit das Ganze nicht nur nach Salz schmeckt, habe ich noch ein paar Gewürze, einen Esslöffel Pfefferkörner und Kümmel, dazu eine gute Handvoll Maiskörner getrocknet. Das gibt dem Kohl eine schöne Farbe, ein bisschen Pfeffer kann auch nicht schaden, deswegen mache ich noch ein paar Chilis mit rein. So Leute, der eingelegte Weißkohl, der braucht jetzt noch eine Weile. Wie lange? Das hängt von der Temperatur ab, ungefähr 3 bis 6 Wochen. Ideal ist eine Zimmertemperatur zwischen 18 und 22 Grad, weil bei diesen Temperaturen vermehren sich die Milchsäurebakterien am schnellsten. Und wenn die Temperatur ein bisschen langsamer ist, gut, dann geht der Fermentierungsprozess halt auch etwas langsamer vonstatten. Und nach 3 Wochen ungefähr zahlt sich die Mühe schon aus. Da könnt ihr erste Erfolge sehen. Dann ist der
Weißkohl noch schön knackig, da kann man ganz, ganz tollen Salat mitmachen, etwas Pfeffer drauf, Olivenöl, mehr brauchst du nicht, also wirklich ein ganz, ganz vorzüglicher Salat, esse ich im Winter total gern. Ja, immer guten Vorrat eingelegten Weißkohl daheim zu haben, schmeckt nicht nur unglaublich lecker, sondern ist auch sehr, sehr gesund. Weißkohl enthält unglaublich viel Vitamin C, Mineralstoffe, ist ein altes Heilmittel bei Magen-Darm-Beschwerden. Deswegen trinke ich im Winter auch jeden Tag ein Glas Sauerkrautsaft und das wirkt wirklich Wunder und ich habe nie Verdauungsbeschwerden, Magenschmerzen oder sonst irgendwas. Also ganz ehrlich, ich schwöre darauf und ist auch überhaupt nicht salzig, schmeckt super lecker. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr halt was von dem Saft oder Kohl entnehmt, immer schön Wasser auffüllen, damit das Ganze nicht fault. Ja, ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, ab in die Kommentare damit. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Matti.